willkommen wieder beim neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX-7. Und zwar werde ich heute das dritte Mal versuchen, den RX-7 zu starten. Ich hatte ja schon zwei Versuche, die nicht so wirklich gut gegangen sind. Einmal habe ich ja Service gemacht, sprich Zündkerzen und sowas auch dazu. Und einmal habe ich die Benzinpumpe getauscht, was auch nicht funktioniert hat. Also er kriegt Sprit und Benzin. Das einzige kann es jetzt nur noch Funken sein. Funken habe ich auch schon nachgeguckt, kriegt er wohl, nur ich weiß nicht, wie stark der Zündfunken war. Deswegen habe ich mir jetzt mal neue Zündspulen bestellt, weil die alten waren höchstwahrscheinlich auch schon irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre oder sowas in dem Auto drin. Und zwar habe ich mir von MSD Zündspulen bestellt. Das sind die MSD Blaster Coil High Vibration. So sehen die im Endeffekt aus. Bisschen sehr flashy. Mal gucken, ob ich den Sticker noch abmache. Ja, die sind jetzt brandneu. Ich brauche zwei Stück davon, also einmal hier ist noch einer drin und hier ist der ausgepackte. Hier kommt natürlich das Ganze dran und dann geht das zum Zündverteiler. Ja, ich habe mir jetzt von MSD einfach welche geholt, weil ich die Serien Zündspulen einfach nicht mehr finden konnte. Deswegen die MSD Blaster wurden überall mal so rumgeworfen und habe ich mir die gekauft. Und da meine nicht so montiert werden, sondern so, habe ich auch noch die High Vibration genommen, weil das dann irgendwie besser ist. Keine Ahnung, ich bin da auch nicht so ein Experte drin. Auf jeden Fall werde ich die ganzen jetzt mal einbauen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo die eingebaut werden. So, hier haben wir einmal den Motorraum vom RX-7 und dann werden die Zündspulen hier vorne eingebaut. Also in die beiden Löcher kommen die rein. Dann kommen noch die paar Sachen hier dran und ja, dann gehen die halt von hier zum Verteiler und dann vom Verteiler halt an die Zündspulen, Zündkerzen unten. Ich würde jetzt mal sagen, ich montiere die eben und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ich werde ja keine irgendwie Zeitraffer machen oder sowas, weil es einfach nur die da reinstecken ist. Das ist ja nichts Besonderes. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich versuche, das Auto zu starten. So, Zündspulen habe ich jetzt eingebaut, Batterie ist auch schon drin. Ja, hier sind die aber so eingebaut. Nicht wundern, dass sie werde ich noch lackieren. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, aber ja, lasse ich jetzt erstmal so. Ich habe jetzt alles dran. Ich würde sagen, ich gehe nochmal rein, mal gucken, ob der startet. Bin ein bisschen gespannt. Ich tue mal mein Handy woanders hin. Da. Benzinpumpe ist auch schon wieder dran. Und ich setze mal jetzt mal kurz hier rein. So. Das tut noch alles. Choke nämlich auch raus. Und dann würde ich sagen, ich drehe mal eben kurz ein bisschen. Und mal gucken, ob er läuft. Immer nicht so wirklich viel. Ja, das ist doof. Ich dachte, jetzt hätte ich's. Aber ich werde mal ein bisschen weiter suchen jetzt. Ein bisschen Fehlersuche machen. Ja, und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Mal gucken, wie es läuft. So, wir sind jetzt einige Wochen später. Der RX-7 ist jetzt endlich angesprungen. Und ich habe den Fehler gefunden, warum der RX-7 nicht anspringt. Und mit ein bisschen Starthilfe hat das dann auch geklappt, dass der nicht angegangen ist. Der Hauptfehler war nicht daran, dass die Benzinpumpe keine Spannung gekriegt hat. Das lag daran, dass der Stecker, der an die Benzinpumpe geht, also vom Auto, wo die Spannung lang geht, zur Benzinpumpenstecker, da hat er keine Spannung bekommen. Lag daran, dass der Stecker von innen, also die Kontakte, einfach durch die lange Standzeit und sowas halt, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber so halt grün wurden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das richtige Wort heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnten die so dann keinen Kontakt kriegen. Und ich habe es ja auch ein paar Mal geprüft. Die haben zwischendurch mal Kontakt gekriegt, aber dann auch nur so ganz sporadisch. Höchstwahrscheinlich gerade dann, weil ich getestet habe. Und ja, aber jetzt habe ich die einfach mal mit zwei Vakuumklemmen zusammengeschlossen. Und jetzt funktionieren die auch. Oder jetzt funktioniert die Benzinpumpe auch. Ja, ich lasse jetzt erstmal eben das Video abspielen, was ich aufgenommen habe beim ersten Start. Und dann starte ich den RX-7 gleich einfach, um einfach den nochmal zu hören.
da habt ihr gerade das Video gesehen. Ich gehe jetzt mal hier rein und zücke mal eben den Schlüssel. Dort ist er. Batterie ist schon dran. Ich gehe jetzt einfach hin. So, ziehen wir den Choke raus und mal gucken, ob der so direkt anspringt. Okay, vielleicht soll ich doch vorher ein bisschen pumpen, damit er ein bisschen Benzin kriegt. War jetzt natürlich ein sehr guter Versuch. So, jetzt nochmal Choke und jetzt dürfte er anspringen. Jo. Nein! Okay. Da habe ich ein bisschen zu viel Choke rausgenommen. Starte hier nochmal eben. So, easy. So, ein bisschen Dunst kommt hinten raus. Aber der X7 läuft jetzt. Ein bisschen am Huckeln ist er noch. Stand halt lange und ist jetzt auch nicht das geilste Benzin drin. So, machen wir eben so ein bisschen reden. Mache ich das mal eben so. So, aber wie ihr seht, der X7 läuft jetzt endlich. Er hört sich auch ultra geil an. Also hier mit hier hinten hin. Der hört sich schon extrem geil an. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, die alten Wankelmotoren hören sich einfach unbeschreiblich gut an. Und ist auch echt laut, das Ding. Also so viel Serie ist schon laut. So. Ach, scheiße. Gut, da habe ich den Choke zu weit rausgezogen. Mal gucken, startet er jetzt einfach so wieder? Ich bin mal gespannt. Ich habe es noch nie probiert. Easy. Startet fast besser als der EX8. So, ich habe den jetzt mal kurz wieder ausgemacht, weil ich glaube, darüber reden, da brauche ich nicht die ganze Zeit machen. Und der hat nicht so viel Benzin drin. Das ist auch noch eine Sache, warum der vorher nicht funktioniert hat. Weil ich da vielleicht ein bisschen wenig Benzin drin habe. Nun ganz eben. Aber wie ihr gesehen habt, der EX7 funktioniert jetzt, läuft jetzt. Und da könnte ich jetzt im Prinzip weitermachen. Aber bevor ich jetzt bei dem noch weitermache, muss ich erst dort vorne beim EX8 weitermachen. Weil der hat so ein, zwei Stellen, wo ich noch was machen muss. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß warum. Oder man guckt einfach in hoffentlich 2 Wochen auf meinem YouTube-Kanal und dann werde ich es erklären. Oder dann werde ich ein Video dazu sehen. So, ja, dann würde ich jetzt sagen, der X7 läuft jetzt endlich. Das Projekt kann jetzt endlich vernünftig starten. Ich muss mir jetzt noch vorne ein Federbein besorgen, weil ich möchte ihn ja auf die 4x100 14,3 swappen, auf die Aufhängung davon. Und davon muss ich einmal die beiden Federbeine hier swappen. So, einmal das hier ist das vom 114,3 und das hier ist vom 4x110. Und die muss ich einmal swappen, dafür muss ich noch für die andere Seite was besorgen. Und dann habe ich alles, dann kann die ganze Scheiße auch wieder zusammengebaut werden. Nicht wundern, ist ein bisschen unordentlich. Muss ich noch alles aufräumen. Aber ja, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich habe endlich den EX7 am Laufen. Natürlich die ganzen Sachen mit Zündspulen und Zündkabel und sowas, die haben auch noch sehr, sehr groß bei geholfen. Das war jetzt nicht nur das eine Problem mit dem Benzin, mit der Benzinpumpe, sondern das war auch hier alles, das ganze Setup war halt alt und stand halt lange rum. Ich werde mit dem, sobald es möglich ist, weitermachen. Ich muss jetzt erstmal den EX8 fertig kriegen. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun, bevor ich den hier überhaupt vernünftig anfangen kann. Aber ich will hoffen, dass ich in einem Monat endlich da wirklich groß wieder was machen dran kann. Also erstmal rausstellen und erstmal die Aufhängung wieder dran machen. Ja, da wird es auf jeden Fall noch weitergehen und den werde ich halt auch noch fertig bauen.
Ich will hoffen, dass ich den irgendwie so im Mitte Sommer, Ende Sommer sowas fertig kriege. Ja, wird schwer, ist auch noch sehr, sehr viel zu tun. Aber wie gesagt, die Priorität liegt jetzt erstmal beim RX8, damit ich den auf die Straße kriege. So, das war's mit dem Video. Ich will hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Schreibt mir aber in die Kommentare, warum, weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.